Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch Diary. Ich bin Sophia. Und ich bin Max. Hallo zusammen. Max, heute haben wir ein tolles Thema. Wir sprechen über Hobbys. Oh, super. Hobbys sind interessant. Jeder Mensch hat ein Hobby, oder? Genau. Hobbys machen Spaß und man entspannt sich. Nach der Arbeit oder am Wochenende macht man sein Hobby. Und unsere Hörer lernen heute viele Wörter über Hobbys. Das ist praktisch für Gespräche mit Freunden. Richtig. Wenn man jemanden fragt, was machst du gern oder was ist dein Hobby, dann braucht man diese Wörter. Perfekt. Sophia, welche Hobbys lernen wir heute? Wir lernen über Sport, Musik, Lesen und viele andere Aktivitäten. Alles ganz einfach und langsam. Toll! Und die Hörer können entspannt zuhören, auch beim Einschlafen. Ja, genau. Das Gehirn hört die Wörter immer wieder und speichert sie automatisch. Ganz ohne Stress. Wunderbar! Ich bin bereit. Fangen wir mit dem ersten Hobby an? Ja, los geht's. Heute lernen wir Hobbys kennen. Einfach, praktisch und für jeden Tag. Sophia, viele Menschen lesen gern. Ist das ein beliebtes Hobby? Ja, Max? Lesen ist ein sehr beliebtes Hobby. Lass uns damit anfangen. Super! Was ist das erste Wort? Das erste Wort ist lesen. Das ist ein Verb. Man sagt, ich lese gern oder ich lese jeden Abend. Lesen. Ich lese. Verstanden. Und was liest man? Gute Frage. Man liest das Buch. Ein Buch hat viele Seiten mit Geschichten oder Informationen. Man sagt, ich lese ein Buch oder das Buch ist spannend. Ah, das Buch. Ich habe viele Bücher zu Hause. Manche sind dick, manche sind dünn. Genau. Dann haben wir die Geschichte. In einem Buch gibt es oft eine Geschichte. Man sagt, die Geschichte ist interessant oder ich mag diese Geschichte. Die Geschichte. Wenn ein Buch eine gute Geschichte hat, lese ich es schnell. Das kenne ich. Ein weiteres Wort ist der Roman. Das ist ein langes Buch mit einer großen Geschichte. Man sagt, ich lese einen Roman oder der Roman ist lustig. Der Roman. Auch ein Buch mit vielen Seiten und einer großen Geschichte? Genau richtig. Jetzt kommt die Zeitung. Die Zeitung hat Nachrichten und Informationen. Man sagt, ich lese die Zeitung oder die Zeitung kommt jeden Tag. Ah, die Zeitung. Mein Vater liest die Zeitung jeden Morgen beim Frühstück. Typisch. Und dann haben wir das Magazin. Ein Magazin ist wie eine Zeitung, aber bunter mit vielen Fotos. Man sagt, ich kaufe ein Magazin oder das Magazin ist interessant. Das Magazin. Es gibt Magazine über Sport, Mode, Kochen, alles. Richtig! Jetzt haben wir viele Wörter übers Lesen gelernt. Lesen, das Buch, die Geschichte, der Roman, die Zeitung, das Magazin. Toll! Ich kann jetzt sagen, ich lese gern Bücher. Ich mag Romane und Magazine. Perfekt, Max. Und jetzt eine kleine Geschichte zum Üben. Am Abend lese ich gern. Manchmal lese ich ein Buch oder einen Roman. Die Geschichten sind spannend. Am Sonntag lese ich die Zeitung oder ein Magazin. Lesen macht Spaß und entspannt. Schön. Diese Wörter kann man wirklich oft benutzen. Ja, und wenn man sie im Schlaf hört, merkt man sie sich ganz leicht. Das Gehirn arbeitet automatisch. Max, jetzt sprechen wir über Musik. Magst du Musik? Oh ja, Musik ist toll. Ich höre jeden Tag Musik. Wunderbar. Dann fangen wir mit der Musik an. Musik hört man mit den Ohren. Man sagt, ich höre Musik oder die Musik ist schön. Die Musik. Es gibt so viele Arten von Musik. Pop, Rock, Klassik. Genau. Und das Verb ist hören. Man sagt, ich höre Musik oder ich höre ein Lied. Hören. Ich höre. Das ist einfach. Dann kommt das Lied.
Ein Lied ist ein einzelnes Musikstück. Man sagt, das Lied ist schön oder ich kenne dieses Lied. Das Lied. Manche Lieder höre ich immer wieder, weil sie so gut sind. Ich auch. Ein weiteres Wort ist singen. Wenn man selbst Musik macht mit der Stimme. Man sagt, ich singe gern oder wir singen zusammen. Singen macht Spaß. Unter der Dusche singe ich immer laut. Das machen viele. Jetzt haben wir das Instrument. Mit einem Instrument macht man Musik. Man sagt, ich spiele ein Instrument oder das Instrument klingt gut. Das Instrument. Wie Gitarre, Klavier, Geige? Genau, dann kommt die Gitarre. Die Gitarre ist ein sehr beliebtes Instrument. Man sagt, ich spiele Gitarre oder die Gitarre hat 6 Saiten. Die Gitarre. Viele junge Leute lernen Gitarre. Es sieht cool aus. Stimmt. Und noch ein Wort. Das Klavier. Das Klavier ist groß und hat viele Tasten. Man sagt, ich spiele Klavier oder das Klavier steht im Wohnzimmer. Das Klavier. Das ist schwer zu lernen, aber die Musik ist wunderschön. Ja, jetzt haben wir alle Musikwörter. Die Musik, hören, das Lied, singen, das Instrument, die Gitarre, das Klavier. Super. Ich kann jetzt sagen, ich höre gern Musik. Ich spiele Gitarre und singe manchmal. Sehr gut. Und unsere Geschichte? Musik ist mein Hobby. Ich höre jeden Tag Musik und Lieder. Manchmal singe ich mit. Ich spiele auch Gitarre. Das Instrument ist nicht schwer. Am Wochenende spielt meine Freundin Klavier. Musik macht glücklich. Toll! Diese Wörter sind sehr nützlich für Gespräche über Hobbys. Genau, Max. Und durch Wiederholung bleiben die Wörter im Gedächtnis. Sophia, jetzt kommt mein Lieblingsthema. Sport. Ich mache gern Sport. Perfekt, Max. Sport ist ein sehr wichtiges Hobby. Viele Menschen machen Sport. Was ist das erste Sportwort? Fangen wir mit der Sport an. Sport bedeutet körperliche Aktivität. Man sagt, ich mache Sport oder Sport ist gesund. Der Sport. Sport mache ich 3-mal pro Woche. Gut für dich. Dann haben wir Schwimmen. Schwimmen macht man im Wasser. Man sagt, ich schwimme gern oder ich schwimme im See. Schwimmen. Im Sommer schwimme ich jeden Tag. Das Wasser ist so schön kühl. Ja, toll. Ein weiteres Wort ist das Schwimmbad. Dort schwimmt man das ganze Jahr. Man sagt, ich gehe ins Schwimmbad oder das Schwimmbad ist groß. Das Schwimmbad. Im Winter schwimme ich dort, weil der See zu kalt ist. Klug! Jetzt kommt Joggen. Joggen bedeutet langsam laufen, rennen. Man sagt, ich jogge jeden Morgen oder Joggen macht fit. Joggen. Ich jogge im Park. Es ist gut für die Gesundheit. Richtig! Dann haben wir Laufen. Laufen ist wie Joggen. Man sagt, ich laufe gern oder ich laufe 5 Kilometer. Laufen und Joggen. Fast das gleiche Wort, oder? Ja, sehr ähnlich. Ein weiteres Wort ist das Fahrrad. Mit dem Fahrrad kann man Sport machen. Man sagt, ich fahre Fahrrad oder mein Fahrrad ist neu. Das Fahrrad. Fahrradfahren ist Sport und Transport gleichzeitig. Genau. Und das letzte Wort, der Fußball. Fußball ist ein Ballspiel und sehr beliebt in Deutschland. Man sagt, ich spiele Fußball oder der Fußball ist rund. Der Fußball. Millionen Menschen lieben Fußball in Deutschland. Absolut. Jetzt haben wir alle Sportwörter gelernt. Der Sport, Schwimmen, das Schwimmbad, Joggen, Laufen, das Fahrrad, der Fußball. Perfekt. Ich kann sagen, ich mache viel Sport. Ich jogge, schwimme und spiele Fußball. Sehr gut, Max. Und jetzt unsere Sportgeschichte. Sport ist mein Hobby. Ich mache 3-mal pro Woche Sport. Montags jogge ich im Park. Mittwochs schwimme ich im Schwimmbad. Am Wochenende spiele ich Fußball mit Freunden. Manchmal fahre ich auch Fahrrad. Sport macht Spaß und hält fit.
Super. Jeder kann diese Geschichte verstehen und die Wörter lernen. Genau, Sportvokabular ist sehr wichtig im Alltag. Max, nicht alle Hobbys sind Sport. Es gibt auch kreative Hobbys. Oh ja, manche Menschen malen, zeichnen oder fotografieren. Das ist auch toll. Richtig. Lass uns diese Hobbys lernen. Gern. Was ist das erste Wort? Fangen wir mit Malen an. Malen bedeutet Bilder machen mit Farbe. Man sagt, ich male gern oder ich male ein Bild. Malen mit Pinsel und Farbe, richtig? Genau. Dann haben wir das Bild. Ein Bild entsteht, wenn man malt. Man sagt, das Bild ist schön oder ich male ein Bild. Das Bild? Man kann Bilder an die Wand hängen. Ja, ein weiteres Wort ist zeichnen. Zeichnen macht man mit einem Stift ohne Farbe. Man sagt, ich zeichne gern oder ich zeichne eine Person. Zeichnen und Malen sind ähnlich, aber Zeichnen ist mit Stift? Genau richtig. Jetzt kommt Fotografieren. Das bedeutet Fotos machen mit einer Kamera. Man sagt, ich fotografiere gern oder ich fotografiere die Natur. Fotografieren. Fast jeder fotografiert heute mit dem Handy. Stimmt, dann haben wir das Foto. Ein Foto ist ein Bild von der Kamera. Man sagt, das Foto ist gut oder ich mache ein Foto. Das Foto. Ich mache jeden Tag viele Fotos. Ich auch. Ein weiteres Wort ist basteln. Basteln bedeutet etwas mit den Händen machen. Man sagt, ich bastle gern oder Kinder basteln oft. Basteln. Man macht Dinge aus Papier, Holz oder anderen Materialien. Genau. Und das letzte Wort, kochen. Kochen kann auch ein Hobby sein. Man sagt, ich koche gern oder ich koche am Wochenende. Kochen als Hobby. Ja, manche Menschen lieben es, neue Rezepte auszuprobieren. Richtig! Jetzt haben wir alle kreativen Hobbys gelernt. Malen, das Bild. Zeichnen. Fotografieren, das Foto. Basteln. Kochen. Toll! Ich kann sagen, ich male und zeichne gern. Ich fotografiere auch die Natur. Perfekt. Und unsere Geschichte? Ich habe kreative Hobbys. Am Wochenende male ich Bilder oder zeichne. Die Bilder hänge ich an die Wand. Ich fotografiere auch gern Landschaften, Menschen, Tiere. Manchmal bastle ich etwas für Freunde. Und ich koche gern neue Rezepte. Kreative Hobbys machen glücklich. Wunderbar! Diese Wörter kann man gut im Alltag verwenden. Ja, besonders wenn man über seine Interessen spricht. Sophia, manche Hobbys sind zum Entspannen, oder? Nicht so aktiv wie Sport? Genau, Max. Jetzt lernen wir Hobbys zum Entspannen und Relaxen. Perfekt. Nach der Arbeit will man manchmal einfach nur entspannen. Richtig. Das erste Wort ist entspannen. Das bedeutet ruhig sein, nicht arbeiten. Man sagt, ich entspanne mich oder am Abend entspanne ich. Entspannen. Das ist wichtig nach einem langen Tag. Absolut. Dann haben wir Fernsehen. Das bedeutet Fernseher schauen, TV gucken. Man sagt, ich sehe fern oder ich sehe gern fern. Fernsehen. Ich sehe jeden Abend ein bisschen fern. Viele tun das. Ein weiteres Wort ist der Film. Im Fernsehen oder im Kino sieht man Filme. Man sagt, ich sehe einen Film oder der Film ist lustig. Der Film? Es gibt Actionfilme, Komödien, Dokumentationen. Genau, jetzt kommt die Serie. Eine Serie hat viele Folgen. Man sagt, ich schaue eine Serie oder die Serie ist spannend. Die Serie! Manche Serien haben 10 Staffeln. Da kann man lange schauen. Ja, dann haben wir spazieren gehen. Das bedeutet langsam draußen gehen, nicht schnell. Man sagt, ich gehe spazieren oder ich gehe im Park spazieren. Spazieren gehen, das ist sehr entspannend und man bekommt frische Luft. Richtig! Ein weiteres Wort ist der Spaziergang. Das ist das Nomen von spazieren gehen. Man sagt, ich mache einen Spaziergang. Oder der Spaziergang war schön. Der Spaziergang. Also wenn ich sage, ich gehe spazieren, kann ich auch sagen, ich mache einen Spaziergang. Perfekt verstanden. Und das letzte Wort? Das Spiel.
Ein Spiel kann man spielen. Brettspiele, Kartenspiele. Man sagt, ich spiele ein Spiel oder das Spiel macht Spaß. Das Spiel. Mit Freunden spielen ist lustig. Ja. Jetzt haben wir alle Entspannungshobbys gelernt. Entspannen, Fernsehen, der Film, die Serie, Spazieren gehen, der Spaziergang, das Spiel. Super. Ich kann sagen, am Abend entspanne ich mich. Ich sehe einen Film oder gehe spazieren. Sehr gut. Und unsere letzte Geschichte? Nach der Arbeit entspanne ich mich gern. Manchmal sehe ich fern, einen Film oder eine Serie. Die Geschichten sind interessant. Am Wochenende gehe ich spazieren im Park. Der Spaziergang ist ruhig und schön. Manchmal spiele ich auch Spiele mit Freunden. Diese Hobbys helfen mir, Stress abzubauen. Perfekt. Diese Hobbys sind wirklich für jeden Tag. Genau, Max. Entspannungshobbys sind genauso wichtig wie aktive Hobbys. Max, wir haben heute so viele Hobbys gelernt. Ja, lass uns alle noch einmal wiederholen. Gern. Zuerst haben wir gelernt, lesen. Das Buch, die Geschichte, der Roman, die Zeitung, das Magazin. Dann Musik. Die Musik, hören, das Lied, singen, das Instrument, die Gitarre, das Klavier. Danach Sport. Der Sport, Schwimmen, das Schwimmbad, Joggen, Laufen, das Fahrrad, der Fußball. Dann kreative Hobbys. Malen, das Bild, zeichnen, fotografieren, das Foto, basteln, kochen. Und zuletzt Entspannung. Entspannen. Fernsehen, der Film, die Serie. Spazieren gehen, der Spaziergang, das Spiel. Wow, das sind über 35 Wörter. Sehr viel Vokabular. Ja, aber keine Sorge. Durch Wiederholung merkt man sie sich alle. Und jetzt die große Geschichte über alle Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Am Abend lese ich gern. Bücher, Romane oder Magazine. Die Geschichten sind spannend. Ich höre auch Musik und singe manchmal mit. Am Wochenende spiele ich Gitarre. Sport mache ich 3-mal pro Woche. Ich jogge im Park oder schwimme im Schwimmbad. Manchmal spiele ich Fußball mit Freunden. Ich male und zeichne auch gern. Die Bilder sind bunt und schön. Ich fotografiere die Natur und mache viele Fotos. Kochen ist auch mein Hobby. Ich probiere neue Rezepte. Zur Entspannung sehe ich fern, Filme oder Serien. Am Sonntag gehe ich spazieren. Der Spaziergang im Park ist ruhig. Hobbys machen das Leben interessant und glücklich. Das ist perfekt. Das ist ein komplettes Bild von einem Menschen mit vielen Hobbys. Genau. Und unsere Hörer können jetzt über ihre eigenen Hobbys sprechen. Wenn jemand fragt, was machst du gern? Oder was ist dein Hobby? Können sie antworten. Richtig. Man kann sagen, ich lese gern, ich mache Sport, ich male, ich entspanne mich beim Fernsehen. Toll! Diese Wörter sind wirklich praktisch für jeden Tag. Und das Beste, wenn man diese Wörter beim Schlafen hört, immer wieder, speichert das Gehirn sie automatisch. Ja, lernen ohne Anstrengung. Einfach zuhören und entspannen. Genau, morgen kennt man schon viele dieser Wörter und kann sie benutzen. Super, ich freue mich schon auf das nächste Thema. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir haben über Hobbys gesprochen. Lesen, Musik, Sport, kreative Hobbys und Entspannung. Hört diesen Podcast ruhig mehrmals. Beim Einschlafen, beim Entspannen, wann immer ihr wollt. Die Wörter wiederholen sich. Das hilft beim Lernen. Jeden Tag versteht man mehr. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche für das nächste Thema, schreibt uns. Ja, welches Hobby habt ihr? Lesen? Sport? Musik? Erzählt uns davon. Probiert auch über eure Hobbys auf Deutsch zu sprechen. Übung macht den Meister. Genau. Sagt, mein Hobby ist und benutzt die neuen Wörter. Bleibt entspannt, hört weiter zu und euer Deutsch wird jeden Tag besser. Viel Erfolg beim Lernen und viel Spaß mit euren Hobbys. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und gute Nacht oder guten Tag. Schlaft gut, entspannt euch und lasst das Gehirn lernen. Tschüss. Tschüss.